Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen. Aus gegebenem Anlass eine interessante Beobachtung kurz zu Beginn. Warum ich dieses Mal mit der Gluthitze erstaunlich gut zurechtkam, könnte auch an meiner ununterbrochenen Ashwagandha-Einnahme gelegen haben. Bei 40 Grad Außen- und 30 Grad Innentemperatur steht unser Körper unter massivem Hitzestress. Kreislauf, Nervensystem und Schlaf reagieren schneller mit Erschöpfung, innerer Unruhe und schlechterer Erholung. Ob Ashwagandha hier bei mir wirklich den Unterschied gemacht hat, kann ich natürlich nicht beweisen, aber der mögliche Zusammenhang über Stressregulation, Cortisol, weniger Anspannung und stabileren Schlaf ist zumindest plausibel. Chapeau! Wie gewohnt beantworte ich in meiner Kurzvideoserie 2 Fragen. Was ist über Ashwagandha bis Juni 2026 bekannt und was wissen wir immer noch nicht? Beginnen wir mit einem kurzen Steckbrief. Ashwagandha ist ein Nachtschattengewächs, stammt traditionell vor allem aus Indien und gehört seit Jahrtausenden zur ayurvedischen Medizin. Für Nahrungsergänzungsmittel sind vor allem sekundäre Pflanzenstoffe namens Vitanolide von großem Interesse, die überwiegend aus der Pflanzenwurzel gewonnen werden. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist bisher bekannt? Die meisten durchgeführten Humanstudien arbeiteten mit standardisierten Ashwagandha-Wurzelextrakten mit etwa 240 bis 600 Milligramm pro Tag, häufig mit 5% Vitanolidgehalt und dauerten in der Regel 6 bis 12 Wochen. In Sportstudien wurden teilweise auch 500 bis 1000 Milligramm pro Tag untersucht. Ergebnis Block 1: Stress und Angst. Hier geht es vor allem um subjektive Stresswahrnehmung, innere Anspannung, Nervosität und angstbezogene Beschwerden, gemessen mit standardisierten Fragebögen. Ashwagandha führt diesbezüglich überwiegend zu mittelstarken Verbesserungen, also etwa 10 bis 40%. Ergebnis Block 2: Schlafqualität. Beim Schlaf betrifft der Nutzen vor allem besseres Ein- und Durchschlafen sowie ein erholteres Aufwachen am Morgen. Auch hier liegen die Effekte ungefähr im mittleren Bereich von etwa 10 bis 40%. Stabiler fallen die Resultate bei längerer Einnahme aus. Ergebnis Block 3: Ausdauerleistung. In diesem Zusammenhang steigt in erster Linie die VO2 Max an, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Ein wichtiger Laborwert für aerobe Ausdauer. Der Anstieg ist im messbaren oberen Bereich angesiedelt, etwa 5 bis 9%. In der Praxis kann zusätzlich das Durchhaltevermögen günstiger ausfallen, besonders bei regelmäßigem Training. Ergebnis Block 4: Kraft, Leistung und Testosteron. Bezüglich Kraft geht es vor allem um messbare Maximalkraft im Training, etwa bei Oberkörper-, Bein- und Griffkrafttests. Die zusätzlichen Kraftzuwächse fallen moderat aus, also etwa 10 bis 40%. Beim Muskelaufbau ergeben sich leichte Steigerungen in einer Größenordnung von 5 bis 9%. Auch der Testosteroneffekt ist bei niedrig normalen Ausgangswerten mittelstark, liegt bei etwa 10 bis 40%. Ergebnis Block 5: Entzündungen. Bei entzündungsbezogenen Laborwerten zeigen sich mittlere, teils dosisabhängige Rückgänge einzelner Messwerte wie CRP, IL-6 und TNF-Alpha mit einer Effektstärke von 10 bis 40%. Neue und längere Untersuchungen werden die offene Frage beantworten müssen, welche Entzündungswerte unter welchen Bedingungen verlässlich sinken und welche nicht. Ergebnis Block 6: Cortisol. Eine polnische Meta-Analyse vom Februar 2026 überprüfte Ashwagandha gezielt in Bezug auf Hormone. Das Stresshormon Cortisol reduziert sich laut der Quelle deutlich, was in meinem Wirkstärkeschema einer Effektstärke von über 40% entspricht. Ergebnis Block 7: Gedächtnis. Ebenfalls neu hinzu kommt aus einer erst einem Monat alten chinesischen Meta-Analyse der funktionelle Anwendungsbereich Kognition. Resultat: Arbeitsgedächtnis und Worterinnerung verbessern sich moderat, also etwa 10 bis 40%.
Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen sich messbar, ungefähr 5 bis 9%. Ergebnis Block 8 Körperfett. Laut besagter Quelle beeinflusst Ashwagandha das menschliche Körperfett nicht. Ohnehin hätte mich eine nachgewiesene Senkung hier überrascht, weil die Schlafbeere in diesem Kontext auch noch nie medial in Erscheinung getreten ist. Zum Schluss möchte ich unbedingt noch auf die Sicherheit und Verträglichkeit eingehen, da diese Frage medial mit viel Panikmache verbunden ist und leider auch etliche schlecht recherchierte Online-Artikel im Umlauf sind. Eine spanisch-britische Übersichtsarbeit aus 2026 fasst 23 klinische Studien mit 2317 überwiegend gesunden Erwachsenen zusammen. Geprüft wurden standardisierte Ashwagandha-Wurzelextrakte. Leber, Nieren, Schilddrüsen, Blut- und Hormonwerte blieben im Normalbereich. Schwere Nebenwirkungen traten in diesen kontrollierten Studien nicht auf. Milde Beschwerden wie Übelkeit oder Kopfschmerzen lagen etwa auf Placebo-Niveau. Diese Aussage gilt vor allem für geprüfte Wurzelextrakte mit 125 bis 600 Milligramm pro Tag und Studien dauern bis zu 6 Monaten. Seltene individuelle Reaktionen, zum Beispiel durch schlechte Produktqualität, bleiben möglich. Pauschale Warnungen vor Ashwagandha als gefährliches Supplement werden durch diese kontrollierten Humanstudien aber nicht gestützt. Damit zur zweiten Frage. Was wissen wir nicht? Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung gibt es bislang keine randomisierten, kontrollierten Humanstudien mit gesunden Erwachsenen. Gemeint sind zum Beispiel epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters oder etablierte Gebrechlichkeitsindizes. Auch die Antwort auf die Frage, ob Ashwagandha gesunde Lebensjahre verlängert, bleibt wegen Forschungslücken weiterhin offen. Was wir in Bezug auf die Sicherheit noch nicht verlässlich wissen, sind Resultate zur Langzeitsicherheit über 6 Monate hinaus, insbesondere bei sehr hohen Dosierungen, jahrelanger Dauereinnahme oder minderwertigen Mischpräparaten. Mein Fazit lautet daher: Ashwagandha ist nach dem Update 2026 weiterhin das wohl wirksamste Anti-Aging-Supplement und konnte seinen hohen Stellenwert sogar noch weiter untermauern. Wie lässt sich diese offensive Aussage begründen? Die Schlafbeere wurde in Humanstudien an Gesunden breit geprüft. Sie deckt viele direkte und indirekte Anti-Aging-Ebenen ab und offenbart dabei überwiegend positive Effekte im moderaten Bereich. In meinem ABC-Schema bleibt Ashwagandha somit in Kategorie C und darf sich weiterhin selbstbewusst auf Siegertreppchen stellen. Meine ausführliche Ashwagandha-Analyse aus dem November 2025 und das Merkblatt für den Praxistest findet ihr wie gewohnt verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen hast, gerne her damit. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und Vertrauen und freue mich schon auf deine Reaktion. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day.